Hi, wir sind hier bei Magazino. Ich bin hier mit Frederik und Magazino baut Roboter, die nicht nur fahren, sondern auch greifen können. Und jetzt freuen wir uns, ein bisschen was von dir zu hören. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Frederik Brandner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Magazino. Wir bauen eben Roboter, die nicht nur von A nach B fahren, sondern bei B auch etwas tun. Und in dem Fall greifen wir Objekte. Wir haben zwei unterschiedliche Roboter. Der eine greift Schuhkartons, ist beispielsweise bei Zalando im Einsatz. Da haben wir 28 Roboter in La, die durch die Gegend fahren und 24 Stunden, 6 Tage die Woche Schuhkartons bringen und picken und nach vorne bringen. Und der zweite Roboter, der ist hier hinter uns, das ist Soto, der ist in der Produktionsversorgung unterwegs. Zum Beispiel bei MAN, der produziert die Trucks, da brauchen die ganz viele Komponenten in so Kunststoffkisten und die bringen wir von einem beispielsweise Auslagerstich eines AKLs zu einem Übergabesystem. Und das Tolle an dem Roboter ist, er fährt eben nicht nur, sondern er kann auch greifen und das auf unterschiedlichen Höhen. Er kann Behälter greifen, die kann er drehen und kann ganz viele davon auf einmal mitnehmen und die alle wieder abgeben. Ja, sehr, sehr spannend. Klingt nach Zukunft auf jeden Fall. Wie siehst du denn generell so die größten Herausforderungen der Logistik von morgen? Ja, also ich glaube, wir sind nämlich in der Intralogistik und in der Produktionslogistik zu Hause. Und da ist Arbeitskräftemangel immer noch das Nummer 1 Thema. Du findest einfach nicht genügend Leute. Und das Problem an Automatisierung in der Vergangenheit war, es war immer so eine 0- oder 1-Entscheidung. Das heißt, ich habe entweder mich für ein riesiges automatisiertes Lager beispielsweise entschieden, aber dann habe ich mich halt irgendwann festlegen können. Und gerade im E-Commerce, wo wir zu Hause sind, da ist das halt nicht genau vorhersehbar. Oder du musst das Lager bauen für die nächsten 10 Jahre oder du musst es auslegen für Black Friday oder für Singles Day. Und um das zu lösen, brauchst du eine flexible Automatisierung. Du brauchst eine, wo du quasi scheibchenweise automatisieren kannst. Und das funktioniert eben mit Robotern. Ja. Wie geht ihr in dem Zusammenhang mit der Energieversorgung um? Es soll ja sehr flexibel sein. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also hier bei Soto fahren wir im Lager durch die Gegend, holen von Auslagerstichen ab. Und gerade da beim Auslagerschicht, da stehen wir ja hin und wieder mal. Ne? Und dann können wir in dem Fall einfach induktiv laden. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir in der Stelle, wo wir KLTs aufnehmen, so laden können, dass wir nichts blockieren und gleichzeitig eigentlich genügend Strom aufnehmen können, dass der Roboter den ganzen Tag in der Produktion dreischichtig unterwegs sein kann. Und wo siehst du so für euch auch so die größten Anwendungsgebiete? Also das Intralogistik erwähnt und auch industrielle Produktion. Das sind die zwei Themen. Also auf der einen Seite mit Toro sind wir im E-Commerce. Da machen wir wirklich einen ganz spezifischen Markt, und zwar greifen Schuhkartons. Mit Soto sind wir in der Produktionsversorgung. Das heißt, überall da, wo du Kleinladungsträger brauchst, irgendwelche Kisten, die möglichst dezentral verteilt werden müssen, das machen wir mit Soto. Das heißt, wir bringen das Vollgut hin, nehmen das Leergut mit. Und das lässt sich auch sehr gut in der Produktion einsetzen oder gerade in der Materialversorgung von den Linien. Genau. Generell so Flexibilität, hast du gesagt, ist ein entscheidender Faktor. Wo seht ihr so die größten Herausforderungen bei der Umsetzung von so einem Projekt in der Praxis? Wo sind da so die Hürden, die es zu überwinden gilt? Ich glaube, die Herausforderung bei Integration von Robotik ist ein gutes prozessuales Verständnis. Also zu wissen, es ist eben nicht nur die Hardware, es ist nicht nur die Software des Roboters, das muss gut sein, aber es muss vor allem auch die Prozesseinbindung muss passen. Wenn die passt, dann kann der Roboter schnell sein und dann kann er einen guten Business Case erfüllen. Und das ist elementar. Ja. Und das erarbeitet ihr dann zusammen mit euren Kunden auch? Passt die Software jeweils an? Oder habt ihr ja, dann also da ist natürlich der Kunde auch in der Bringschuld, weil er hat meistens die Informationen in den übergeordneten Systemen, im WMS oder irgendwelchen Leitsystemen. Und nur wenn wir gute Aufträge bekommen, kann der Roboter auch gute Arbeit machen. Und da arbeiten wir immer ganz eng zusammen, sitzen uns in Workshops zusammen und erarbeiten das gemeinsam. Ja. Und wie lange dauert so ein Integrationsprozess üblicherweise? Also wir haben natürlich eine gewisse Planung davor, mit Workshops, auch schon bevor wir zur Unterschrift kommen, muss man genau überlegen, wie macht so ein Roboterkonzept Sinn. Und danach sagen wir immer sowas zwischen 6 Wochen bis 2 Monaten, um Roboter in Betrieb zu nehmen. Okay, perfekt. Und wenn es einmal mit dem Kunden ausgerollt ist, dann kann das auch in weitere Standorte... Das ist natürlich das Schöne, gerade wenn du einen Roboter am Laufen hast, den nächsten reinzuschieben, der meldet sich im WLAN an und kann sofort mitarbeiten. Das ist ein riesiger Vorteil. Und das ist genau die inkrementelle Automatisierung, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Perfekt, super. Sehr spannend, vielen Dank.